Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner indisch-pakistanischen Kochvideos. Heute kochen wir wieder ein indisches Festtagsreisgericht, und zwar diesmal ein vegetarisches, den Gemüsepulau. Dieses Reisgericht ist mindestens genauso köstlich wie das Hähnchenpulau oder das Lammpulau. Denn dieses Reisgericht wird auf ähnliche Weise hergestellt wie die beiden Fleischreisgerichte mit den gleichen leckeren, exotischen Gewürzen darin, die den köstlichen Geschmack bewirken und diesen himmlischen Duft hervorrufen, Mashallah. Und auch dieses Gericht wird mit dem erlesenen Basmati-Reis zubereitet. Den werden wir dazu zuallererst in Wasser einweichen, möglichst über Nacht, denn je länger der Reis eingeweicht wird, umso gesünder ist er am Ende. Aber wenn es schnell gehen muss, würde auch eine halbe Stunde vorher ausreichen. Denn da dies sowieso weißer Reis ist, auch wenn dies der bestschmeckendste Reis der Welt ist, spielt hier die Gesundheit jetzt keine so ganz so große Rolle. Wir werden jetzt zuerst das mild gedämpfte, geschmacksneutrale Kokosfett wieder erhitzen, möglichst in einem großen, breiten Topf, und darin eine gehackte Zwiebel goldbraun anbraten. Für Reisgerichte sollte man immer breite Töpfe verwenden, weil dann der Reis einfach besser wird. Jetzt kommen die groben Gewürze hinzu. Wir haben hier etwa 5 Nelkeln, 2 Lorbeerblätter, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, eine kleine Zimtstange, 2 grobe, also große Kardamom und etwa 4 bis 5 kleine grüne Kardamom. Die kommen zu den Zwiebeln dazu und werden zusammen mit den Zwiebeln angebraten. Diese groben Gewürze sind nur für das Aroma da. Die werden ganz am Ende, wenn das Reisgericht dann fertig gekocht sein wird, wieder herausgenommen. Wenn die Zwiebeln braun sind, geben wir kurz etwas Wasser hinzu, damit sie nicht anbrennen. Und dann kommen auch schon Knoblauch und Ingwer hinzu. Etwa 4 cm geriebener Ingwer und etwa 4 bis 5 Knoblauchzehen gepresst. Das braten wir jetzt alles zusammen an, bis auch Knoblauch und Ingwer braun sein werden. Und dann geben wir wieder etwas Wasser hinzu, einen kleinen Schluck, damit nichts anbrennt, und dann kommen die Gewürze hinzu. Jeweils 1 Teelöffel Kurkuma, gemahlener Kreuzkümmel, Garam Masala, gemahlener Koriander und etwas Chili nach Geschmack. Wer es gerne scharf haben möchte, nimmt etwas mehr Chili und dann Himalaya-Salz. Und davon nehmen wir relativ viel, also ungefähr 4 kleine Teelöffel oder eben 2 gehäufte Teelöffel. Denn bei Reisgerichten braucht man immer relativ viel Salz, weil die den Reis immer sehr gut verschlucken. Und dann kommen 125 Gramm passierte Tomaten hinzu, um die Gewürze abzulöschen. Ich hatte die hier gefroren gehabt. Wir tauen die kurz auf, und dann kommt auch ein Päckchen Joghurt hinzu, Naturjoghurt. Damit wird das Ganze nochmal gut vermischt, und dann geben wir auch schon das Gemüse hinzu. Ich habe jetzt einfach hier das gefrorene Bio-Buttergemüse verwendet, aber man kann auch einfach frisches Gemüse verwenden, und zwar Erbsen, Karotten, Blumenkohl, grüne Bohnen und noch etwas Kartoffeln. Hier ist noch etwas Mais drin, das kann man natürlich auch machen, und dann hatte ich halt noch frische Kartoffeln dazu gegeben. Aber man könnte theoretisch an Gemüse verwenden, was man gerne möchte, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und dann kommt noch eine Fingerspitze echter Safran hinzu. Der ist auch immer notwendig für diese Reisgerichte, weil der dem Ganzen einen ganz leckeren, exotischen Geschmack gibt. Ebenso ein ganz herrliches Aroma. Damit sind jetzt alle notwendigen Zutaten im Topf. Wir rühren kurz um, und dann bringen wir das Ganze zum Kochen und kochen dann dieses Gemüse zugedeckt, so lange, bis eben das Gemüse gar ist. In dieser Zeit bereiten wir schon mal den Joghurtdip vor, den wir dann zu diesem Reisgericht reichen werden. Und dazu nehmen wir einfach ein Päckchen Naturjoghurt, geben etwas Kräuter hinzu, also hier gefriergetrocknete Kräuter oder auch frische Kräuter, und dann einfach noch Himalaya-Salz und frisch gestoßener Pfeffer. Das war's dann auch schon. Man könnte aber auch, wenn man möchte, richtigen Tzatziki herstellen, indem man eben noch Knoblauch und geraspelte Gurken hinzugibt. Und wer möchte, kann auch ordentlich viel davon herstellen, je nachdem, wie gerne man das mag. Manche mögen halt sehr viel von diesem Joghurtdip zu dem Reis dazu, der andere nimmt eben nur kleine Mengen davon, je nach Präferenz. Ja, und in der Zwischenzeit ist das Gemüse auch gar gekocht. Jetzt werden wir das Wasser hinzugeben, und zwar nehmen wir immer die 1,25 Menge Wasser vom Reis hinzu. Normalerweise gibt man die 1,5-fache Menge Wasser vom Reis hinzu, aber da wir ja hier noch etwas Soße haben, das muss man mit berechnen, geben wir hier nur 1 und 1/4 Becher Wasser hinzu, da wir ja eine Tasse Reis hatten. Bringen dann das Wasser zum Kochen, und sobald das Wasser kocht, kommt dann der gewaschene und abgetropfte Reis hinzu. Dann bringen wir das Ganze nochmal wieder zum Kochen und lassen es etwa 5 Minuten sprudelnd auf großer Flamme kochen, bevor wir dann die Flamme ganz klein drehen und den Reis zugedeckt zu Ende
köcheln lassen, bis eben alles Wasser vom Reis aufgesogen sein wird. Sobald das der Fall sein wird, also wenn der Reis dann fertig gekocht sein wird, werden wir die groben Gewürze entnehmen und den Reis noch etwa 5 bis 10 Minuten lang stehen lassen, bevor wir ihn dann servieren werden. Das hatten wir hier schon getan. Wir hatten ihn ungefähr 10 Minuten etwas stehen lassen und jetzt kann man den Reis auch schon servieren. Beim Entnehmen der Gewürze vorher sollte man den Reis nicht zu viel umwenden, damit er nicht kaputt bricht, denn man möchte ja noch diese einzelnen Körner sehen, denn das Auge isst ja mit. Deshalb sollte der Reis nur vorsichtig gewendet werden, ja, und dann auch ebenso vorsichtig auf den Teller gelegt werden. Ja, und so sieht es dann aus, wenn der Reis dann fertig auf dem Servierteller liegt. Dazu wird dann der Joghurt-Dip gereicht. Das ist eigentlich ein Hauptgericht, also man könnte theoretisch dieses Reisgericht allein mit dem Joghurt-Dip reichen, eventuell noch einen Salat dazu reichen. Und damit wäre die Hauptmahlzeit perfekt. Dieser Reis schmeckt so köstlich und er verströmt einen himmlischen Duft, Mashallah. Man könnte dieses leckere Reisgericht aber auch in Kombination mit vielen anderen verschiedenen Gerichten reichen, wenn man Gäste hätte. Dieses köstliche, exotische Reisgericht macht in jeder Kombination eine gute Figur, Mashallah. Ja, das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses leckeren Gerichts, gutes Gelingen. Vergesst nicht Bismillah zu sagen, wenn ihr ihn dann esst. Guten Appetit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.